So, ihr Lieben, ich habe mir hier heute mal mein kleines Lightwish Heftchen rausgesucht. Dieses ist gefüllt mit heiß gepresstem Papier. Da habe ich im letzten Jahr schon mal ein bisschen was gemalt. Die Videos dafür findet ihr sicherlich irgendwo in meiner Videoliste, wenn euch die interessieren. Und ich möchte heute ganz einfach mal ein bisschen Herbstlaub, Dudeln, Kritzeln, Farben ineinander laufen lassen. Ja, ohne viel nachzudenken. Und ich habe mir die Farben von Victoria hier geschnappt. Die hat ja wunderschöne Herbsttöne. Wen das interessiert, guckt euch die tollen Herbstfarben an. In meiner Videobeschreibung unten findet ihr einen Link und mit meinem Code Melanie5 bekommt ihr 5% auf einen Einkaufswert ab 50 €. Und ich habe Lust, einfach mal so ein bisschen, ja, Blattformen zu machen und das ineinander zu laufen zu lassen. Und Blattformen, ja, ist nicht so schwer, ne? Wisst ihr alle. Man malt einfach mal Blätter. Und das Schöne ist aber jetzt, ich lasse hier mal verschiedene Blattformen gleich ein bisschen ineinander laufen. Und lasse die Farben miteinander dann arbeiten. Oh, es war ein bisschen viel Farbe hier irgendwie. Mal alles nochmal rausnehmen. Macht es ein bisschen heller, macht es ein bisschen dunkler. Und wenn die sich dann berühren, dann fängt es an und wird so wunderbar ineinander laufen. Oder ihr lasst es nochmal extra ein bisschen dann. Und ich arbeite mich hier einfach mal so Farbe für Farbe ein bisschen vor. So, alles getrocknet. Sehr schön, wie die Farben miteinander harmonieren. Ich finde es total gelungen, muss ich sagen. Ich werde mir jetzt hier mein Korallengold von Victoria einweichen, weil das passt einfach super dazu. Und werde damit ein bisschen erstmal arbeiten auf dem Ganzen. So, machen wir erstmal hier ein bisschen Wasser hinein. Und zwar werde ich jetzt erstmal die Blätter umrahmen. Und zwar fange ich so an mit denen, die sozusagen für mich hochpoppen. Die mache ich als erstes, ja, die oben drauf liegen. Und die anderen werde ich dann nochmal drüber setzen und umranden. Und dann will ich mal gucken, ob ich noch ein bisschen dudel. Für alle von euch, die ganz frisch mit
Aquarellfarben anfangen, ist das eine tolle Übung, um seine Farben kennenzulernen, um zu gucken, was miteinander harmoniert, was passiert, wenn die Farben ineinander laufen. Und ne, zum Beispiel hier unten ist so eine schöne Geschichte passiert. Dieses Rot in diesen Gelbton und dann gleichzeitig das Braun, richtig klasse. Und dieses, was ist denn das für ein Farbton? Warmgrau oder Chrom-Eisenstein? Ich weiß es nicht mehr genau. Das granuliert auch so herrlich. Also, ich mag ja diese granulierenden Farben. Ja, aber jetzt fangen wir erstmal an. Ich habe mir hier meinen ganz dünnen Schriftenpinsel vom Bösner geschnappt und werde jetzt erstmal, wie gesagt, ein paar Blätter hier umranden. So, dieses Blatt ist zwar total verwaschen, aber ich werde mir jetzt hier mal das Blatt hervorholen. Genau, und dann ruhig auch so ein Stielchen hinten dran. Und das sieht, diese Glitzerfarbe, guckt euch die an, die ist echt mega. Dieses Korallengold ist ja eine meiner liebsten Farben, die habe ich schon so viel hier verwendet in meinen Videos. Mega. Ja, das wird jetzt erstmal eine Weile dauern, bis ich soweit bin mit allem. So. So, ihr Lieben, das gute Stück ist getrocknet. Super, mega. Guckt euch diese Farbe an. So, dann hatte ich überlegt, mache ich noch mehr Glitzer drauf, aber es ist schon so viel. Aber ich möchte noch ein paar Muster drauf machen. Ich mache das erstmal nicht mit Glitzer, sondern ich werde nochmal mit den Farben hineingehen, die ich da verwendet habe. Die werde ich einfach nochmal wiederholen. Und vielleicht nur in den ganz dunklen Blättern nochmal ein bisschen Glitzer machen. Jetzt ist natürlich immer die Frage, trifft man die Farbe, die man da hatte? Aber wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Ich muss erstmal gucken. Ich hole mir sie erstmal hier nach unten, die Farben. Und dann schaue ich mal. So, und guck mal, was ich hier für Musterchen mache. Also wenn sie ähnlich sind, die Farben, bin ich auch schon zufrieden. Und jetzt fange ich einfach an und setze mir hier kleine, schlichte Doodle-Muster hinein.
So, das ist schon mal soweit ganz schön. Ich möchte ganz gerne noch so ein paar Sachen mal hervorheben. Und dafür schnappe ich mir hier mal meine neuen Fineliner, die ich mir gegönnt habe. Und die haben nämlich ganz coole Farben dabei. Und davon werde ich jetzt mal so ein paar nutzen. Ich muss erstmal meine Farbtabelle rausholen. Und mal schauen, was ich denn davon... dass ich mich auch nicht vertue, ne, mit den Farben. Na, mal schauen. So. Pale Orange, das ist doch... Ja, sollten euch mal keine Muster einfallen, dann schaut doch gerne einfach auch mal bei Pinterest rein, Doodle-Muster, und da findet ihr auf jeden Fall ganz interessante Sachen, an denen ihr euch langhangeln könnt. Oder schaut in einen von meinen alten Videos rein. Ich verlinke euch gerne unten nochmal ein passendes Video in der Videobeschreibung. So, ihr Lieben, meine kleine Blättersammlung ist fertig. Gefällt mir ausgesprochen gut. War gut, dass ich noch auf die Idee kam, mit den feinen Linern zu arbeiten. Da gibt es dann doch so ein paar feinere Muster, nicht so ganz grob. Ja, das Korallengold von Victoria ist natürlich wie immer der Hammer. Und ja, ich nehme es mal raus. Vielleicht kann ich es euch dann noch mal ein bisschen genauer zeigen. Ne? Also so ein paar Kleinigkeiten sind dann ein bisschen schöner. Spirale und was ich da so gemalt habe, ein paar kleine Muster. Ja, wenn euch dieses kleine Video gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir einen Daumen da lasst, abonniert meinen Kanal und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Viel Spaß beim Ausprobieren mit euren Farben. Übt gerne, macht das mehrfach. Auch sowas kann man dann für kleine Karten gebrauchen oder ein großes Bild. Ihr könnt verschiedene Blattformen malen. Das bleibt alles euch überlassen. Ja, und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Macht's gut, eure Melanie.